Ich bin heute mal wieder bei Medi in Bayreuth und da ich meine Kompression täglich trage, würde ich gerne mal wissen, wie wird der eigentlich hergestellt? Wie viele Schritte sind dafür notwendig? Mal gucken, ob wir jemanden finden, der sich ein bisschen auskennt. Ich brauche ich! Hey. Hallo! Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Kannst du uns mal zeigen, wie viele Handgriffe nötig sind, bis die Hose so perfekt sitzt? Gehen wir in die Produktion? Ja. Na los. Ich folge dir. Was hast du dann bestellt? Also, ich hätte gerne die seitliche Nahtkniefunktionszone. Aber Philipp, das sieht doch schon aus wie so ein Stricksaal. Sind wir hier richtig? Ja, grundsätzlich schon. Das ist ein Stricksaal, aber da sind Rundstrickmaschinen drin. Weil wir haben ja zwei Formen von Strickarten, Ja. Rundstrick und Flachstrick. Der Cozy mit der seitlichen Naht ist flach gestrickt und da gehen wir jetzt hin. So, jetzt sind wir hier am Flachstricksaal angekommen. Letztendlich ist es so, dass hier die ganzen Aufträge vollautomatisch schon direkt an die Maschine kommen. Glaubst du, dass wir jetzt auch den Strumpf wiederfinden, den wir in Auftrag gegeben haben? Klar, schauen wir mal nach, oder? Da bin Let's ich go. gespannt. Alles klar, super. Und dass du trotzdem noch so viele Fäden noch mal abtrennen musst. Also ein Strumpf ist das ja noch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Der ist jetzt nur in weiß gefertigt. Bevor wir es aber färben, müssen wir es erst konfektionieren. Das heißt, wir müssen beispielsweise die Naht anbringen, Fußspitze muss geschlossen werden und so weiter. Das passiert in der Konfektion. Die schauen wir uns mal an. Let's go. Und jetzt? Hier beginnt jetzt die Magie und das Handwerk, also wirklich von uns diese Handwerkskunst, von denen eigentlich keiner weiß. Wir sind hier in der Konfektion bei unseren Damen. Wir haben hier über 200 Mitarbeiterinnen, die in 3 Schichten arbeiten. Sie machen aus dem zweidimensionalen Gestrick den Strumpf am Ende. Ja? Also die schließen beispielsweise die seitliche Naht, die schließen die Fußspitze, die nähen das Haftband an, die nähen Pelotten rein beispielsweise und machen nochmal eine Endkontrolle. Also diese ganzen Arbeitsschritte passieren jetzt hier. Hier passiert die Magie. Hier haben wir die liebe Julia und die wird dir jetzt zeigen, wie man zum einen die Spitze schneidet, aber auch die seitliche Naht anbringt. Bin gespannt. Bitte schön. Schließt du jetzt die seitliche Naht? Die lieb ich überhaupt. Muss auch so aufeinander sind. So, jetzt gehen wir zum Abnähen. Okay, auf zum Abnähen. Es fehlt ja noch ein Haftband bei dir jetzt am Strumpf und damit das Haftband ran kann, muss noch oben abgenäht werden. Das heißt, der Abschluss oben wird sauberer. Vielen Dank. Weiter geht's. Auf zur Fußspitze. Wir sind kurz vom Ziel. Die Fußspitze war jetzt zu, die seitliche Naht wurde angebracht. Was jetzt noch fehlt, ist das Haftband. Das hat die Karina jetzt für dich gemacht. So viel Auswahl. Boah, so viele Handgriffe, das ist echt beeindruckend. Das ist ja Millimeterarbeit, ne? So viel Liebe zum Detail ist, das ist schon krass. Wenn ich meine Strumpfhose anziehe, werde ich jetzt an dich denken. Ich danke dir. Okay, wow. Heute ist Waschtag, oder? Hier sind wir bei uns in der Färberei. Was ist hier der Unterschied zu mir daheim? Ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Die Maschinen sind einfach nur größer. Aber definitiv. Hier wird aus den weiß gestrickten Strümpfen dann am Ende das farbige Produkt. Die Strümpfe müssen erstmal ordentlich vorbehandelt werden. Das heißt, du musst sie schön gelegt in die Färbetrommel reingeben. Die Rezeptur wird über einen Computer vollautomatisch errechnet und dann werden die Strümpfe über mehrere Stunden gefärbt. Das Coole ist, wir arbeiten auch mit einer Wärmerückgewinnung. Das heißt, durch das Hochheizen der Färbermaschinen können wir die Wärme, die dabei entsteht, auch tatsächlich auch zum Heizen nutzen von unserem Bürogebäude. Das ist praktisch. Das ist echt praktisch. Ja, geil. Dann würde ich sagen, suchen wir mal die Färbetrommel mit Medi Magenta. Oh ja. Ich habe jetzt so viele Schritte gesehen. Ist er jetzt fertig? Jetzt ist er fertig. Wir haben ihn in den Trockner gegeben. Er ist noch warm. Tada! Ach krass. Medi Magenta. Ja, gefällt er dir? Ja. Sehr schön. Und hier oben mit dem Haftband. Wie praktisch, dass das auch genau gut eingefärbt ist. Das ist genau das Ziel auch tatsächlich, ne? Dass du keinen Farbübergang hast zwischen Haftband und Gestrick. Ich lieb's. Sehr schön. Und jetzt kann ich den einfach mitnehmen, oder was? Nein, noch nicht ganz. Einmal muss er tatsächlich noch in die Endkontrolle. Nochmal? Nochmal tatsächlich, ja. Da wollen wir auch nochmal sicher gehen. Okay, krass. Und erst wenn du happy bist, geht's weiter. Genau, ich bin zufrieden. Jetzt ist er meiner, oder? Jetzt ist er deiner, jetzt darfst du ihn mitnehmen. Dankeschön. Die Produkte werden ja normalerweise an den Kunden verschickt. Ja. Medi verschickt mehr als 5000 Produkte und Pakete jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Die werden in die Kübel reingelegt Ja. und dann kommt es aus dem Kübel letztendlich in den Versandkarton rein. Und von da an die Kunden. Medi, soweit das Auge reicht. Die gute Hälfte eigentlich von den Produkten, die jeden Tag unser Haus verlassen, gehen ins Ausland. Ach krass. Gute Reise. Danke, dass ich mal hinter die Kulissen schauen durfte. Hier in Bayreuth werden also Flachstrick und Rundstrick gefertigt. Richtig, sowohl Strümpfe als auch Bandagen. Die gehen nämlich auch in Rund- und in Flach gestrickt.
Was mich halt besonders beeindruckt, sind einfach die Mitarbeiter. Es ist so viel Handarbeit, es ist so viel Perfektion und man sieht wirklich so diesen Stolz und diese Liebe zum Detail und das fand ich mit am schönsten. Schön, dass das bei die Auffuhr ankommt. Da sind wir ganz, ganz stolz auf unsere Mitarbeiter, die echt mit total viel Herzblut dabei sind. Ja, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, bis Bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal. Ja, bis Mach's bald. gut. Danke. Tschüss. Tschüss.